Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Ihr dürft auswählen. Wir nehmen ein Krafttier. Wir nehmen mal eine Rune. Na, es flutscht nicht so, wie ich es will. So. Ich glaube, ich nehme diese Seite und wir schauen einfach nach. Ich sage euch gleich mehr dazu, wir drehen erstmal um. Hier ist der Büffel mit dem Thema Überfluss und Beständigkeit. Wir haben irgendwas mit dem Thema Urvertrauen, die kosmische Gebärmutter. Wir haben das Thema Du bist liebenswert und wir haben finanzielle Genesung. Wir haben die Brunnenkresse. Wir haben eine unerwartete Wende und wir haben ein bisschen Familienkarma hier liegen. Aber auch, das passt ne, mit der kosmischen Gebärmutter, sind das so Sachen, was die Familien betrifft oder wo man nicht in Frieden mit ist, wo man irgendwo einen Kampf führt. Und im Prinzip könnte es so sein, dass hier sehr viele Emotionen sind, dass man die Gefühle frei fließen lässt. Und da wir die finanzielle Genesung haben und den Büffel mit dem Thema Überfluss, könnte es schon sein, dass man in einer Situation ist, wo man denkt, es ist nicht gut genug, es ist nichts makellos. Und irgendwie fehlt es an Urvertrauen, dass die Dinge sich erledigen können. Hier kommt die unerwartete Wende bei dem, wo man da denkt, hier geht nichts, die Herausforderung ist zu groß. Hinter der Karte an sich stecken schon die ganzen Glaubenssätze. Ne? Was sind die Tugenden? Was macht man zuverlässig? Und was ist, wenn man im inneren Frieden bleibt? Wo kommt man hin? Hier ist die Ausdauer, die man braucht, die zu inneren Frieden und Fülle führt. Man spürt, dass man beharrlich ist, dass man weitermachen kann, dass man eine Sache, die mal angefangen hat, auch durchzieht. Und es ist egal, wie schwierig die Situationen gerade sind. Hier hat man einen guten Orientierungssinn und mit einer Portion Sturheit kommt man hier auch ein bisschen durch. Und im Prinzip ist der Büffel derjenige, der dich versorgt und das passt sehr gut. Ne? Die kosmische Gebärmutter, das ist immer auch das, was einen nährt oder dieses Mutterding an sich. Ne? So, und dann geht es auch nochmal drauf zu gucken. Ne? Wir haben hier irgendwie, dass wir uns vielleicht nicht gut fühlen, dass wir uns selbst nicht wertschätzen. Und die Karte ist das gute Pendant dazu, denn sie sagt, dass es uns das wert sein muss, irgendetwas durchzuboxen, dass wir ausgerichtet sind, dass wir das, was wir ernten, auch sehen können.
möglicherweise auch aus dem eigenen Fähigkeiten oder dem, was man kann, was man schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Und es geht darum, dass man beharrlich seiner Bestimmung folgt. Diese Rune hier, wir haben ja hier das Wasser als Element sehr, beinhaltet Wasser und Erde. Und es steht auch für Fruchtbarkeit im Prinzip. Es ist eine starke Schutzrune. Und irgendwie kann man sich hier auch die Zusammenhänge, warum ist was wie geworden, hier ist es ja eine karmische Sache, besser angucken. Man kann erkennen, was sich wie entwickelt hat. Und es ist wie ein Schutzraum ein bisschen. Hier ist es so, dass sich irgendetwas auch auf andere Art und Weise entwickeln könnte. Und trotzdem haben wir hier den Schutz. Und in diesem Raum des Schutzes können wir auch alle Ideen oder Vorstellungen, die wir haben, tatsächlich umsetzen. Ne? Es hat ja sehr viel damit zu tun, mit dem Selbstwertthema. Ne? Man hat hier vielleicht das Gefühl mitgekriegt, das schafft man eh nicht. Man hat immer nur Existenzängste. In Schwaben ist es so, ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue, langes Fädchen, faules Mädchen. Und es geht darum, dass man, hier ist ja die kosmische Gebärmutter auch das empfangende Prinzip und es geht sehr stark darum, seine Finanzen zu regeln, das, was man damit in Verbindung bringt. Und hier ist so, wenn du dir es selbst wert bist und mit dir selbst nicht kämpfst, dann werden sich deine Bedürfnisse auch erfüllen. Was sagen die Vögelchen noch dazu? Es kann hier schon auch sein, dass man so Existenzkämpfe führt. Der Pirol. Ja, der sagt, hier ist vielleicht ein bisschen Hektik und Unruhe um dich rum. Kleinere Diskussionen oder Kämpfe stehen an, aber im Prinzip geht es darum, sich durchzusetzen, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das war unsere Seite. Wir schauen uns die andere Seite an. Ihr habt die Spinne. Ihr habt das Handlungsbewusstsein, ihr habt eine neue Idee und ihr habt, öffnet euch, ihr habt irgendwie um Hilfe gebeten, hier kommt sie. Hier geht es ums Fühlen, um eine Richtung, die ihr irgendwie ein bisschen korrigiert. Und es kann ja auch sein, dass ihr gar nicht eurer eigenen Intuition so richtig mehr traut oder dass es ein Tag so ist, ein Tag so. Ne? Man fühlt sich nicht gleich auf geerdeten Boden. Und manchmal steht man sich auch im Weg mit Emotionen, wenn man so Gedankenkreisen hat oder wenn man sich nicht gut fühlt, ist man auch nicht bereit, irgendwie Schritte zu machen. Oder erinnert euch dran, die Spinne ist, steht für die Schöpferkraft. Ne? Wenn ich hier immer ungute Gefühle habe, was erschaffe ich dann? So, die Spinne zeigt natürlich auch ein Netz an, in das man eingebunden ist. Und es kann auch eine Verstrickung sein, aber es ist auch eine gute Zeit, sich daraus zu befreien und Freiheit zu erleben. Hier tun sich neue Möglichkeiten auf. Man erkennt, dass man mit allem verbunden ist, dass alles seinen Platz hat. Die weibliche Seite wird angezeigt, also dieses empfangende Prinzip haben wir hier auch 3-4 Mal. Und hier ist es auch so, dass einem immer mehr bewusst wird, in welchem Netz man lebt, welche Verstrickungen es gibt. Und es geht darum, handle mal, damit du aus diesen Dingen rauskommst. Wir werden daran erinnert, dass wir Mitschöpfer unseres Lebens sind, wenn wir immer nur
ungute Gefühle gucken, vermehren die sich auch. Und irgendwie darf man hier mal den Faden wieder in die Hand nehmen und aus den Dingen einen neuen Schicksalsfaden weben. Mit der Rune habt ihr eine Rune des Elementes Luft und der Bezug ist, dass man Handlungsbewusstsein hat, dass man für harmonische Verbindungen einsteht. Das ist ja hier auch unser Netz um uns herum. Und hier ist das Wahrnehmen von Situationen oder Strukturen mit dem Netz, in dem man lebt. Die Rune verbindet Geist und Verstand miteinander. Das ist ja auch gut, denn hier wird sehr viel auf Emotionen geguckt und der Verstand ausgeblendet. Und hier geht beides im Einklang. Ne? Hier hat man ja auch das Fühlen dabei, hier auch. Und es geht auch darum, auch nachzudenken oder nicht nur auf die Intuition zu hören. Das Bewusstsein ist ja auch ganz wichtig. Und dann entsteht ein ganz anderes Miteinander und das Leben geht in eine andere Bahn. Man könnte auch sagen, das Spinnennetz wird aufgelöst, das einen gefangen hält. Ne? Hier kommt Hilfe für euch, vielleicht kommt sie auf andere Art und Weise, wie ihr denkt. Und daraus entstehen hier neue Ideen, die umgesetzt werden wollen. Es entsteht ein neuer Weg, der auch richtig ist und wichtig. Ihr habt die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Schon wieder, ne? Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.